Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute mit einem ganz kurzen, kleinen, aber feinen Video und zwar zu den Statistiken der laufenden Container. Dazu hier eine kleine Übersicht zu den laufenden Containern, einmal Nginx, einmal MySQL und ihr könnt mit sudo docker stats könnt ihr schon direkt einfach die Stats euch holen der laufenden Container, beziehungsweise dann bekommt ihr alle laufenden Container. Sprich, ihr kriegt aber auch wirklich hier zur Laufzeit einfach wirklich Aktualisierung. Das heißt, ihr seht hier, okay, WordPress NewDB, beziehungsweise der Container mit diesem Namen hier, deswegen sind Namen teilweise gar nicht so schlecht, würde ich mal so behaupten, der frisst gerade 0,4% CPU, während hier vom RAM sieht es bei dem ein bisschen mehr aus, und zwar 172 Megabyte. Und das sind 1,44%. Wir sehen hier auch, was das Networking tut. Wir sehen hier auch, was Block.io, das ist quasi, wie stark es auf die Festplatte zugreift. Und ja, das sehen wir hier alles. Während hier oben, das ist relativ klein. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hierher und rufen mal diese Webseite neu auf. Dann sehen wir hier, das Ganze geht kurz hoch auf 0,05%. Wir sehen ja auch hier kurz, der Arbeitsspeicher spiked, und wir sehen auch hier, das Network.io verändert sich ein kleines bisschen. Aber es ist nicht wirklich viel. Also ich meine, es ist ja wirklich nur ein sehr, sehr billiger Nginx-Container. Aber natürlich, wenn da viele Leute drauf zugreifen, dann ändert sich diese Zahl. Das heißt, wenn ich jetzt alleine mal ganz kurz drauf zugreife, dann brauche ich 0,03% CPU ungefähr. Dadurch können wir uns ausrechnen, wie viele Nutzer ich zum Beispiel mit meiner Webseite auf einmal versorgen kann. Also Leute, die gleichzeitig meine Website anwählen, wie viele sie gerade schon gepullt haben, also wie viele schon drauf sind, ist völlig egal. Es geht darum, um einzelne Aktualisierungen. Sprich, hier brauche ich 0,03%. Das heißt, ich kann mir ungefähr ausrechnen. Und ja, das kann ich auch nicht im Kopf. Ich kann ca. 2500 User hier versorgen mit meiner CPU, die ich gerade aktuell habe. Das Memory hier wird vermutlich früher ein Problem werden, aber ja, vor allem meine Bandbreite wird ein Problem. Aber das ist ein anderes Thema, das liegt an meiner Leitung hier. Aber das ist sehr, sehr nützlich. Dann seht ihr nämlich auch direkt, okay, so stark ist jetzt eigentlich gerade alles bei mir ausgelastet. Das heißt, ich muss irgendwann demnächst mal ein Server-Upgrade durchführen, wenn eben zum Beispiel alles zu stark ausgelastet ist auf meinem Rechner. Und ja, wenn ich dann irgendwie merke, okay, es fängt an zu laggen oder sowas, dann weiß ich gleich, nächster Server muss her, und dann können wir einen Schwarm einrichten zum Beispiel. Sowas in diese Richtung. Okay, das erfahrt ihr natürlich noch alles, wie das funktioniert. Heute sollte es nur mal ganz kurz um die Stats gehen. Wie gesagt, hier sehen wir, Namen sind vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn wir hier diese Namen hier uns angucken, dann wissen wir nicht wirklich, was da passiert. Deswegen, ja. Aber okay, Steuerung C zum Beenden, wunderbar. Und das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.